Ein der Bedingungen, unter denen Wilhelm sich aufs Theater begab, waren solo nicht ohne Einschränkung zugestanden worden. Jene verlangt, dass Hamlet ganz in unser Stück aufgeführt werden sollte, und dieser ließ sich das Würdelich behökern, insofern gefallen, als es möglich sein würde. Nun hatten sie herüber manchen Streit gehabt, denn was möglich oder nicht möglich sei, und was man von dem Stück verglassen kann. Und es zu dünken, darüber waren beide sehr verschneide Meinung. Wilhelm befand sich noch in den glücklichen Zeiten, da man nicht begreifen kann, dass an einem geliebten Mädchen, an einem verehrten Schriftsteller irgendetwas mängelhaft sein kann. Unsere Empfindung von einem ist so ganz, so mit sich selbst übereinstimmend, dass wir uns auch in ein solch willkommen Harmonie denken müssen, solo hingegen, sondern gön unbenah so will sein Schaffer, was dann wollten einem Kunstwerk gewöhnlich nur ein mehr oder weniger unwillkommens Ganzes erkennen. Glaubt, so wie man das Stück feind, habe man wenig solch mit einen sogar bedanktig Segnen, und so müsste auch Shakespeare, so müsste besonders Hamlet vieles leiden. Wilhelm wollte nicht hören, wenn jener von der Absonderung des Bier von dem Weizen sprach. Es ist nicht Bier und Weizen durcheinander, rief dieser, es ist ein Stamm als Zweig, Blätter, Napsen, Blüten und Früchte, ist nicht eins mit dem Ende und drückt das Ende. Jene behauptet, man bringt nicht den ganzen Stamm auf den Tisch. Der Künstler muss golden Apfeln, silbernen Schalen seinen Gasten richten. Sie erprobten sich in Gleichnissen, und ihre Meinungen scheinen sich immer weiter voneinander zu entfernen. Gar verzweifeln wollte uns sofort, als Solo einst nach langem Streit das einfachste Mittel einreiht, sie kurz zu resolvieren, die Feder zu ergreifen und in dem Trauspiel, was eben nicht gegen Wohl noch können, abzustreiten, mehrere Personen hineinzudrängen, und wenn mit dieser Art noch nicht bekannt genug sein oder noch nicht hat genug dazu habt, so soll ihm die Arbeit überlassen und wohl bald fertig sein. Das ist nicht unser Abendgemaß, versetzt Wilhelm. Wie können Sie bei so viel Geschmack so leichtsinnig sein? Mein Vorwurf soll als Sie würden, als auch schon würden. Je kennt das Abschleich dieser Manier nur so wohl, die vielleicht noch auf keinem Theater in der Welt stattgefunden hat. Aber was ist auch eins so verwahrlost, als der unser, zu dieser erglauften Verstümmelung schweigen uns die Errauten, und das Publikum erlaubt sie. Wie viel Stück haben wir denn, die nicht über das Maß des Personals, der Direktionen und Theatermechanik, der Seite des Dialogs und der physischen Kraft des Akteurs schritten, und doch sollen wir spielen und immer nur spielen, sollen wir uns dabei nicht unseres Vorteil beneiden. Da war mit so struckelten, wirken ebenso viel aus Strichen als mit Ganzen, setzt uns das Publikum dort selbst in den Vorteil, wenig Deutsch und vielleicht nur wenig Menschen alle nur nachnennen.
haben Gefühl für ein artistisches Ganz. Sie loben und tadeln nur stellenweis, sei in Suchen signe stellenweis. In Führen ist das ein großes Glück, als für den Schriftsteller, da das Theater immer nur ein gestopftes und geschütteltes Wissen bleibt. Ich, versetzt Wilhelm, aber muss es dann auch so bleiben, muss denn es bleiben, was ist. Überzeugen sich mich ja nicht, dass sie Recht haben, denn kein Markt in der Welt wird mich bewegen können, einen Kontrakt zu halten, den ich nur am gröbsten Irrtum geschlossen hat. So gab der Sack ein lustig Wendung und erschickte Wilhelm offen gesprochen, überhaupt nicht nochmals zu bedenken und selbst die Mittel zu einer glücklichen Bearbeitung zu erscheinen. Nach einigen Tagen, die er in der Einsamkeit zubracht hat, kam Wilhelm mit frohem Blick zurück. Ich müsste mich sehr eilen, rief er aus, wenn ich nicht gefunden hat, wie dem Ganzen zu helfen ist, da ich bin überzeugt, dass Shakespeare es selbst so wird gemacht haben, wenn sein Gein nicht auf die Hauptsache so sehr gerichtet und nicht vielleicht durch die Novellen, nach denen er arbeitet, verführt worden war. Lassen Sie hören, sagt Solo, indem es sich gratavisch aufs keinem Satz, ich wird ruhig auf Hörchen, aber auch desto strenger richten. Wilhelm versetzt mir es nicht bang, hören Sie nur, ich unterscheid nach der genauesten Untersuchung, nach der Reflexion, Überlegung in der Komposition dieses Stücks zweiterlei. Das erste Sein der großen Verhältnis der Personen und der Begebenheiten, die mächtigen Wirkungen, die aus den Charakteren und Handlungen der Hauptfiguren entstehen und die sein Einseilen vertrefflich und die Folge, in der sie aufgestellt seid, unverbesserlich. Sie können durch keine Art von Behandlung versorgt, ja kaum veranstaltet werden. Die Seins, die jedermann zu sein verlangt, die niemand anzutasten wagt, die sich tief in die Seele eindrücken und die man, wie ich hohe Beinen all auf das Tisch wiedergebracht hat, nur hat man, wie ich glaub, daran gefällt, dass man das Zweit, was bei diesem Stück zu bemerken ist, ich mein, die äußeren Verhältnis der Personen, wodurch sie von einem Ort zum anderen gebracht oder auf diesen Hinweis durch gewiss zufällige Begebenheiten verbunden würden, für außer unbedeutend angeschein, nur am Verbergen davon gesprochen oder sie gar weglassen hat. Freilich seien dies Faden, nur dünn und los, aber sie gehen dort stürzt ganz Stück und halten zusammen, was sonst auseinander fiel, auch wirklich auseinander fällt, wenn man sie wegschneidet und ein Übrigsketten zu haben glaubt, dass man die Enden stehen lässt. Zu diesem Außenverhältnis sollt ich die Übrigen in Regen, den Krieg mit dem jungen Fortinbras, die Gestandenschaft an den alten Ohem, den geschlickt hätten sei den Zug des jungen Fortinbras nach Polen und sein Rückkehr am Ende. Ingleichen die Rückkehr des Horatio von Wittenberg, die Luz Hamlets dahin zu gehen, die Reise des Lattes nach Frankreich, seine Rückkunft, die Verschickung Hamlets nach England, seine Gefangenschaft beim Sir Haber, der Tod der beiden Hofluft auf den Reisbrief
als sicher sein im Standen, in Begebenheiten, die einen Roman weit, in Breitmarkten können die aber der Einheit dieses Stücks, nimm der besonders, der hält keinen Panhat, auf das Asters Schaden und höchst fehlerhaft seind. So hör ich sie einem gern wie Sörler, fallen sie mir nicht ein, versetzt Wilhelm, sie matchen mich nicht immer loben, dies vieles seien sie flüchtig, stützen eines Gebandes, die man nicht wegnehmen darf, und woher ein fester Macher unter so seien. Mein Vorschlag ist also an jenen ersten großen Situationen gar nicht zu rühren, sondern sie so viel im Ganzen als ein Seelen mag gleich zu schonen, aber des Äußeren ein Seelen zu traten und zu inden, Motiv all auf einem Weg zu werfen und ein einziges zu substituieren. Und das war fragt Sörler, indem er sich aus seiner ruhigen Stellung aufhob. Es lag auch schon am Stück, erwidert Wilhelm. Nur mag ich den rechten Gebrauch davon, es seien die Uhren in der Regen. Hier haben Sie meinen Plan zur Prüfung. Nach dem Tod des alten Hamlet wurden die erste Oberberten Norweger unruhig. Der dortige Statthalter schickt seinen Sohn Horatio, einen alten Schulfreund Hamlets, der aber an Tapferkeit und Lebensklugheit alleinander vorgelaufen ist, nach Dänemark auf die Ausrüstung der Flotte zu dringen, welch unter den Düren der Schlägerei ergebenen König nur samselig vonstatten geht. Horatio kennt den alten König, denn hat seinen letzten Schlachten bewohnt, hat bei einem Güsten gestanden, die Gestürzen wird dadurch nicht verlieren. Der neue König gibt Sonden dem Horatio Audiences und schickt den Laters nach Norwegen mit der Nachricht, dass die Flotte bald entladen wird. Als Horatio den Auftrag erhält, die Rüstung derselben zu beschleunigen, dagegen will die Mütter nicht einwilligen, dass Hamlet, wie er wünscht, mit Horatio zu siege. Gott sei Dank, rief Sörler, so würden wir auch Wittenberg und die Hochschulers, der mir immer ein leidiger Anstoß war. Ich find euren Gedanken recht gut, denn außer den zwei einzigen für den Bildern, Norwegen und der Flotte, brachte solch Auer sich nichts zu denken, das übrig seid, als das übrig geht, als wo anstatt das sonst sein Einbildungskraft in der ganzen Welt herumgejagt wird. Sie seien liegt versetzt Wilhelm, wie ich nunmehr auch das Übrige zusammenhalten kann, wenn Hamlet den Horatio die Missetat seines Stiefvaters entdeckt, so rat ihm dieser, mich nach Norwegen zu gehen, sich der Armee zu versichern und mit gewaffneter Hand zurück zu kehren, da Hamlet den König und der Königin zu Gefahr liegt, wird haben sie kein nahes Mittel, ein Los zu werden, aus einem nach der Flotte zu schinken und einem Rosenkranz und Guildenstern zu beobachten mitzugeben, und da ein Later so kommt, so wie so bis zum Mittelmut erhitzt, jünglich ihm nachgeschickt wurde. Die Flotte blieb wegen ungestiegen Weins liegen. Hamlet kehrt nochmals zurück, sein Wanderung über den Kirchhof kein verleicht. Glücklich motiviert werden sein Zusammentreffen mit Laters und Oppheliens gab, ist ein großer
unet beherrlicher Moment Sheriff mag der König bedenken, dass es besser sei Hamlet auf der Stil muss sie würden. Das feste Abweis der scheinbaren Versöhnung mit Lattes wird nun verlich begängen, wobei man Ritterspiel hat und nach Hamlet und Lattes Fetchen und die verlichen kann ich das Stück nicht schließen, es darf niemand übrig blieben. Hamlet gibt der nun das Wahlwerk des Volks weiter eintritt, sein Stimme sterben dem Horatio, nur geschwind versetzt Solo setzen sie sich ein und arbeiten das Stück aus. Die Idee hat wohlig meinen bevor, nur dass die Lust nicht verragt. 5. Kapitel. Wilhelm hat sich schon lang mit einer Übersetzung Hamlets abgegeben. Hat sich dabei der geschwollen mit Leichenarbeit beidend, durch die überhaupt Shakespearean Süß kennenlernt. Was ist derselben ausgelassen war füg, Hansu und so war ein Besatz eines verständigen Exemplars in dem Augenblick, da mit Sölle über die Behandlung so ziemlich eine geworden war. Fing nun an, nicht seinem Plan ausheben und einzuschreiben, zu trennen und zu bereiten, zu wandern und auf weiter zu stellen. Denn zu zufrieden auch mit seiner Idee war, so scheint es noch bei der Ausführung immer, dass das Original nur verdorben wird. So er fertig war, las es solo und die übrigen Gästen vor. Sie besümmten sich sehr zufrieden damit, besonders mag Solo manch günstig bemerken. Sie haben, sagte unter anderem, sehr richtig empfinden, dass außer imstande dieses Stück begleiten, aber ein falsches sein müssen, als sie uns der große Dichter gegeben hat. Was außerdem Theater vergeht, was der sich auch nicht seid, was es sich verstellen muss, ist sie ein Hintergrund, wo denn die spielenden Figuren sich bewegen, die groß ein Fatsch aus sich auf die Flut unterwegen, wird dem Stück sehr gut tun. Nimmt man sie ganz weg, so ist es nur ein Verlemensen und der Großbegriff, dass hier ein ganzes Königliches hastet, einen Verbrechen und Ungeschicklichkeiten zu suchen geht, wird nicht in seiner ganzen wird dargestellt, bleibt aber jener Hintergrund selbst mannigfaltig beweglich Kampfes, so taten dem Eindruck der Figuren Schaden. Wilhelm nahm nun weiter des Party Shakespeares und sagt, dass er für Insulaner geschrieben habe, für Engländer deshalb im Hintergrund des Chefs und zerreißen die Kurs von Frankreich und Kaper zu sein gewohnt, sind nun das, was ihnen etwas ganz Gewöhnliches sei und schon zu und verwehr. Soll muss nachgeben und beides die Metten daran überein, dass da das Stück nun einmal auf das Deutsche Theater soll, dieser ein ernster, ein Faktor Hintergrund für unsere Verstellungsstart am besten passen wird. Die Wollen hat man schon für ausgeteilt. Den Polonis übernahm Solo, Arieli, Ophelien, Lattes war durch seinen Namen schon beseitigt. Ein junger Untersetzer Münter, nur ein gekommener Jüngling erhält die Rolle des Horatio nur wegen des Königs und des Gesetzvermanen einiger Vergelegenheit. Für beide Rollen war nur der alt Polterer da, Solo schlug den Pedanten dem König vor. Wogen Wilhelm aber aufs Aussetz protestiert,
Man könnte sich nicht einschließen. Ferner hat Wilhelm in seinem Stück die beiden Rollen von Rosenkranz und Guildenstern sehen lassen. Warum haben sie dies nicht hinein verboten? Fragt Soller dies, aber weiter ist doch so leicht gemacht. Gott bewahrt mich von solchen Verkürzungen, die zugleich sein und Wirkung aufheben. Wisset Wilhelm, dass was dies beiden Menschen sein und kann nicht durch einen verstellt werden. In solchen Kleinigkeiten zeigt sich Shakespeares groß. Dieses ließ auftreten, dieses Schmeigen und Biegen, das Jasigen, Streicheln und Schmelzen dieses Behendigkeit, dies Schwanzeln, dies Allheit und Leerheit, dies Rücklicht, Schöckerei, dieses Unfähigkeit. Wie kann sich durch einen Menschen ausdrückt werden? Es sollten eher wenigstens ein Dutzend sein, wenn man sie haben kommt, denn sie seien bloß eine Gesellschaft, etwas sie sein. Die Gesellschaft in Shakespeare war sehr bescheiden und wies, dass es nur zwei solch Repräsentanten auftreten ließ. Übrigens brachte ich meiner Bearbeitung als ein Paar, das mit dem einem guten trefflichen Horatio konstruiert. Ich versag sie sagt Sorle und wir können uns helfen, denn einem geben wir Elmöhren, so nannt man da Altset Torture des Polterers. Es kann nicht schaden, wenn sie gut aussehen, und ich will die Puppen putzen und dressieren, dass es Einlös sein soll. Vielen fühlt sich außerordentlich, dass sie die Herzogin in der kleinen Komödie spielen sollt. Das will ich so natürlich machen, rief sie aus, wie man in der Geschwindigkeit eines Weibchen reitet, nachdem man der ersten ganz außerordentlich gelebt hat. Ich hoffe mich den größten Befehl zu erwerben und jedermann zu wünschen, der Dritt zu werden. Eure Magden wördentliches Geschick bin diesen Äußerungen arbeiten will gegen vielen nah mit jedem Tag zu. Es ist recht schade, sagt Sorle, dass wir kein Ballad haben, sonst sollten sie mir mit einem ersten und zweiten Mann ein Pastidux tanzen und der Altsollt nach dem Takt einschlafen, und ihr Füßchen und Watschen würden sich da hinten auf dem Kindertheater ganz allerleibst ausnehmen. Von meinen Watschen wissen sie dann wohl nicht viel, was sie schneipisch und was mein Fischen betrifft, rief sie in einem sich schnell unter den Tisch reicht, ihr Pantoffelchen heraufholt und nebeneinander für Solo hinsetzt. Hier seien die Sätzen und ich geb einen auf nicht Liedchen zu finden. Was uns sagt, als die Liedchen habe schluch betrachtet, gewiss, man konnte nicht leicht was Artiges sein. Sie waren Partiserarbeit, vielen hat, sie waren der Grafen, zum Geschenk erhalten einer Dame, deren schöner Fuß berührt war. Ein seiender Gegenstand, rief Sorle, das Herz hüpft, mir wenig sie ansehen. Welche Versuchungen, sagt Wilhelm, es geht nichts über ein paar Pantoffelchen, wenn sie feine, schöne Arbeit, rief Sorle. Doch ihr klang noch der reisender als ihr Anblick. Er hieb sie auf und ließ sie eine